Willkommen zu unserem neuen Video über die wichtigsten Konnektoren im Deutschen. Heute lernen wir, wie man Verbindungen zwischen Sätzen schafft und sie flüssig und korrekt macht. Mit den Wörtern aber, und, sondern, oder, denn, deshalb, weil, das, wenn, als, ob, obwohl und trotzdem wirst du deine Deutschkenntnisse auf ein neues Level bringen. Bleib dran und lass uns gemeinsam starten. Konjunktionen Teil 1. Zusammengesetzte Sätze, Konjunktionen verbinden zwei Sätze miteinander. Hauptsätze, Konjunktion. Nebensätze, Konjunktion. Im zweiten Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle nach der Konjunktion. Die Position der Konjunktion kann nicht verändert werden. Die Konjunktionen aber, und, oder, denn, sondern. 1 aber wird verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die gegensätzliche oder unterschiedliche Gedanken ausdrücken. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2 sondern wird verwendet, um eine alternative Idee nach der Verneinung des vorherigen Satzes zu präsentieren. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. 3 denn wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung für den vorherigen Satz zu geben. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich muss gehen, denn es ist spät. Ich muss gehen, denn es ist spät. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel.
Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. 4 oder wird verwendet, um 2 oder mehr Optionen anzubieten. Möchtest du Tee oder Kaffee? Möchtest du Tee oder Kaffee? Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Ich kann das machen oder du kannst es tun. Ich kann das machen oder du kannst es tun. Willst du einen Apfel oder eine Orange? Willst du einen Apfel oder eine Orange? Ist das dein Stift oder ist das meiner? Ist das dein Stift oder ist das meiner? 5 und wird verwendet, um 2 Sätze zu verbinden, die verbundene oder fortlaufende Gedanken ausdrücken. Ich esse Brot und Käse. Ich esse Brot und Käse. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Sie mag tanzen und singen. Sie mag tanzen und singen. Der Hund ist groß und braun. Der Hund ist groß und braun. Ich kaufe Brot und Milch. Ich kaufe Brot und Milch. Lasst uns zusammen üben. Verbindet die Sätze mit der passenden Konjunktion. Ich möchte ins Kino gehen. Ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen. Ein Buch lesen. 3. Sie ist krank. Sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben. Spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza. Pasta. 5. Ich gehe ins Café. Es regnet draußen. Eins. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen oder ein Buch lesen. 3. Sie ist krank, aber sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben und spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza, sondern Pasta. 5. Ich gehe ins Café, denn es regnet draußen. Konjunktionen weil und deshalb. In diesem Video lernen wir die Konjunktionen weil und deshalb kennen. Wir werden erfahren, wann man diese Konjunktionen benutzt und wie man die Sätze bilden muss. Die kausale Konjunktionen weil und deshalb beantworten die Fragen warum, wieso, weshalb oder aus welchem Grund. Sie formulieren kausale Nebensätze. Und die kausalen Nebensätze bestehen aus 2 Sätzen. Einer enthält den Grund und der andere die Folge. Weil verbindet den Grund direkt mit der Folge in einem einzigen Satz, wobei das Verb am Ende des Satzes steht. Sie hat Rückenschmerzen. Es ist ein Grund. Und die Folge. Maria geht zum Arzt. Also, wie bilden wir dann einen Satz mit weil? Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Hier steht das Subjekt sie nach der Konjunktion,
und das Verb steht am Ende des Satzes. Und achtet wieder darauf, dass das Verb im Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Beispiele: Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Weswegen weint das kleine Mädchen? Weswegen weint das kleine Mädchen? Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Wieso freut sie sich so? Wieso freut sie sich so? Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Oh, es geht. Was ist denn los? Ich muss morgen ins Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes. Naja, es ist mein Fuß. Ich kann nicht mehr richtig laufen und habe oft Schmerzen. Die Operation ist am Donnerstag. Hast du Angst? Ja, schon. Der Arzt sagt, das ist keine große Sache. Ich mache mir Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Weißt du, ich gehe ja wirklich gerne wandern und joggen. Ich glaube, du kannst dem Arzt vertrauen. Bestimmt ist bald alles wieder in Ordnung. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Weil ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Jetzt lernen wir deshalb. Deshalb wird verwendet, um eine Folge in einem separaten Satz auszudrücken, der dem Satz mit dem Grund folgt, wobei das Verb direkt nach deshalb kommt. Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich Zeit. Hier formuliere ich mit deshalb meine Folge, also ich habe Zeit ist die Folge. Ich achte darauf, dass mein Verb auf Position 2 ist und das Subjekt auf Position 3. Ich arbeite heute nicht ist mein Grund. Das Gleiche gilt auch bei Modalverben. Ich kann nicht kochen, deshalb müssen wir Pizza bestellen. Hier formuliere ich mit deshalb die Folge.
Und auf Position 2 steht mein Modalverb. Dann kommt mein Subjekt. Und am Ende des Satzes steht mein Verb. Beispiele. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Endlich sind wir mit der Grammatik fertig. Und jetzt machen wir zusammen ein gemeinsames Beispiel. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Lasst uns zusammen üben. Was ist der Grund? Bilden Sie die Sätze mit weil. Warum hast du gute Laune? Ich muss heute nicht arbeiten. Ich habe gute Laune, weil ich heute nicht arbeiten muss. Wer sieht was im Fernsehen? Bilden Sie Sätze und verbinden Sie die Sätze mit deshalb. Georg, Krimis, mögen. Er, keine Krimiserie, verpassen. Georg mag Krimis, deshalb verpasst er keine Krimiserie. Laura, alle Fernsehsendungen, mögen. Sie, immer vor den Fernseher sitzen. Laura mag alle Fernsehsendungen, deshalb sitzt sie immer vor dem Fernseher. Konjunktion, das. Jetzt hören wir dieses Gespräch zwischen den Gästen und dem Kellner. Bemerken Sie die Konjunktion das. Gut, dass du reserviert hast. Es ist ziemlich voll hier. Ja, ja. Was nimmst du? Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hasse Fisch. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben. Ich nehme auch Kartoffelsalat. Der Salat schmeckt hier sehr gut. Jetzt lernen wir die Konjunktion, das. Hier sind ein paar Beispiele. Gut, dass du reserviert hast. Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben.
Das bildet Nebensätze. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb immer am Ende. In der deutschen Sprache wird die Konjunktion das verwendet, um Nebensätze einzuleiten. Der Nebensatz gibt zusätzliche Informationen über den Hauptsatz. Das Verb im Nebensatz steht am Ende. Mit das äußert man zum Beispiel seine Meinung. Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich hoffe, dass ich den Test bestehe. Ich hoffe, dass ich den Test bestehe. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Mit das Sätzen berichtet man über etwas. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Er sagt, dass er heute krank ist. Er sagt, dass er heute krank ist. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Wenn wir das Sätze als Nominativergänzung verwenden, beginnen wir den Hauptsatz mit dem Wort es, wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz kommt. In diesem Kontext steht es an der ersten Position im Hauptsatz. Beispiele. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast.
Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Bist du dir sicher, dass er kommt? Bist du dir sicher, dass er kommt? Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ich finde, dass die Musik super ist. Ich finde, dass die Musik super ist. Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Lasst uns zusammen üben. Sarah und Alexander gehen in den Urlaub. Sie bereiten sich für die Reise vor. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. Bist du sicher, dass du den Pass eingesteckt hast? Ich glaube, dass das Licht im Keller noch an ist. Hast du den Nachbarn gesagt, dass wir eine Woche weg sind? Bist du sicher, dass alle Fenster zu sind?
Ich habe doch gesagt, dass ich alle Fenster zugemacht habe. 1. Verwendung von wenn für die Zeit, wann. Wenn wird verwendet, um über Ereignisse zu sprechen, die sich wiederholen oder zu einer bestimmten Zeit stattfinden. 2. Verwendung von wenn für Konditionalsätze, falls. Wenn wird auch verwendet, um Bedingungen auszudrücken. Es bedeutet if auf Englisch. 1. Konditionalsätze geben eine Bedingung an. 2. Die entsprechenden Fragewörter lauten wann und unter welcher Bedingung. 3. Ein Bedingungssatz gleich Konditionalsatz ist ein Nebensatz. 4. Es gibt im Nebensatz eine Bedingung und im Hauptsatz eine Folge. Sätze mit wenn geben eine Bedingung an. Sie antworten auf die Frage wann oder unter welcher Bedingung. Satzstruktur. Komme und wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb. Oder wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb und Komme und Verb. Sie können vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Hier sind ein paar Beispiele. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Vor dem Hauptsatz. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Nach dem Hauptsatz. Sätze mit wenn sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wann ärgern Sie sich? Wann ärgern Sie sich? Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Wann bleibst du im Bett? Wann bleibst du im Bett? Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Wann hilft Tom Laura? Wann hilft Tom Laura?
Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wir gehen an den Strand. Die Sonne scheint. Ich möchte das jetzt mit wenn verbinden. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Ich kann dir helfen. Du sagst mir, was das Problem ist. Ich kann dir helfen, wenn du mir sagst, was das Problem ist. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. In diesem Video möchte ich die Temporalsätze mit wenn und als vorstellen. Temporalsätze bedeuten, dass man Sätze bildet, die über die Zeit berichten, und wenn und als werden uns dabei helfen. Viel Spaß! Im Deutschen sind wenn und als Konnektoren, die verwendet werden, um Nebensätze einzuleiten. Aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen erklären. 1. Wenn. Wenn wird in 2 Hauptfällen verwendet. Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Für Ereignisse, die in der Gegenwart oder Zukunft stattfinden. Beispiel für die Gegenwart oder Zukunft: Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Beispiel für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit: Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. 2. Als. Als wird nur für Ereignisse verwendet, die einmal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispiel für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit: Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt.
Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Wir benutzen wenn und als, wenn wir Nebensätze einleiten wollen. Das heißt, es sind dann temporale Sätze für uns. Als benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit berichten wollen. Etwas ist in der Vergangenheit passiert. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Wenn benutzen wir, wenn wir über die Gegenwart oder Zukunft berichten wollen. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Also eigentlich beantworten wir beiden Situationen die Frage wann passiert etwas? Was ist meine Bedingung und was ist meine Folge? Das möchten wir jetzt näher kennenlernen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Lasst uns zusammen üben. Wir wollen alle Deutsch lernen, aber wie kann man eine Fremdsprache lernen? Lasst uns diese Geschichte hören. Bemerken Sie die Wenn- und Als-Sätze. Es war einmal ein Junge namens Tom. Als er ein Kind war, wollte er Deutsch lernen. Wenn er abends nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete sein Lehrbuch. Als er die ersten Wörter las, fand er es schwierig, sie auszusprechen. Er übte jeden Abend und mit der Zeit verbesserte sich sein Akzent. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen.
Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Heute lernen wir indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind eine Art, eine Frage zu stellen, ohne sie direkt zu formulieren. Stattdessen werden sie in Form einer Aussage oder Bitte formuliert. Hier sind einige Regeln und Beispiele für indirekte Fragen. Wie spät ist es? Direkte Frage. Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Indirekte Frage. Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass bei indirekten Fragen die Satzstellung anders ist und oft das Verb am Ende steht. Indirekte Fragen werden häufig in höflichen Gesprächen verwendet, um den Ton zu mildern und respektvoller zu wirken. Wir kennen schon W-Fragen und Ja- oder Nein-Fragen. W-Fragen beginnen oft mit einem W-Wort wie zum Beispiel wie, woher, was, wann und so weiter. Ja- oder Nein-Fragen beginnen immer mit einem Verb und die Antwort ist meist Ja oder Nein. Heißt du? Kommst du aus? Ist das? Fängt der Kurs am Donnerstag an? Verb. Indirekte Fragen sind Fragen, die nicht direkt gestellt werden. 1. Verwendung von ob. Wenn du Fragen stellst, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, verwendest du ob. Beispiel: Direkte Frage. Kommst du heute? Indirekte Frage. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. 2. Verwendung von Fragewörtern. Wenn du Fragewörter wie wer, was, wo, wann und wie verwendest, bildest du indirekte Fragen. Beispiel: Direkte Frage. Wo ist der Bahnhof? Indirekte Frage. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. 3. Satzstellung. In indirekten Fragen steht das Verb am Ende der Frage. Beispiel: Ich frage mich, wie er heißt. Ich frage mich, wie er heißt. 4. Kein Fragezeichen. Am Ende einer indirekten Frage steht kein Fragezeichen. Beispiel: Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. 5. Höflichkeit. Indirekte Fragen werden oft in formellen oder höflichen Kontexten verwendet. Beispiel: Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Kannst du mir sagen, was du morgen machst?
Wie lerne ich schnell Deutsch? Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Indirekte Fragen sind Nebensätze, das konjugierte Verb steht am Satzende. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Wann beginnt der Deutschkurs? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Kannst du gut malen? Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Wohnst du gern in der Stadt? Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Lasst uns zusammen üben. Lasst uns dieses Gespräch hören und die indirekten Fragen bemerken. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Für mich allein. Für mich allein. Wissen Sie? Ich würde gern wissen. Ich habe vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee? Können Sie mir sagen? Kannst du mich darüber informieren? Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert.
obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze. Hauptsatz: Die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz: Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor dem Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise: Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2. Trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise: Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung: Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken, wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen.
Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes. Wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid.